Einen wunderschönen guten Tag heute aus Ingolstadt. Wir haben heute Großes vor. Als allererstes liefern wir jetzt diesen wunderschönen M4 wieder an den Kunden aus. Der hat einen Crank-Cup-Fix von Max bekommen und noch viele andere schöne Sachen. Aber um den geht's heute nicht, denn wir fahren nämlich noch weiter nach Schongau, um dort mein neues Motorrad abzuholen. Ich freue mich schon riesig drauf. Die Simson und meine Cross bekommen quasi noch Zuwachs. Bin gespannt, was ihr zu dem Motorrad sagen werdet. Wir werden jetzt den M4 ausladen, den Kunden übergeben und dann fahren wir weiter nach Schongau und dann werdet ihr sehen, was ich mir geholt habe. So, wir sind jetzt gerade in Schongau angekommen, aber wie ihr seht, 17 Uhr ist es leider schon sehr, sehr dunkel und ich weiß nicht, ob wir bei den Leuten filmen dürfen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir laden jetzt das Motorrad ein und wir sehen uns dann in der Werkstatt wieder. So, wir sind wieder in der Firma angekommen. Nicht wundern, es ist ein neuer Tag. Mein neues Motorrad stand jetzt schon eine Nacht hier, hat schon ein bisschen Dreck hinterlassen. Hier steht noch meine Simson und meine Cross, die bekommen quasi Zuwachs. Simson habe ich noch einen neuen Gasgriff besorgt. Der Nachbau-Gasgriff, den ich hatte, der war jetzt nicht so der beste. Die bekommen jetzt Zuwachs und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mein neues Motorrad. Ich bin schon mega gespannt. Ich habe gleich die Tür eingerannt. Was ihr dazu sagen werdet, meine Motorradjacke, meine Stiefel habe ich auch schon geholt. Eventuell fahren wir eine Runde, aber sie ist ja noch nicht angemeldet und ich habe ja auch noch, bin ja noch dabei, meinen großen Führerschein zu machen. Aber jetzt würde ich sagen, man sieht sie schon. Mhm. Dann gehen wir direkt in das kleine Pörnchen rein. Ja, ich habe definitiv heute den falschen Pullover an, obwohl sich vielleicht viele dachten, es könnte vielleicht auch eine BMW werden, aber nein, es ist keine BMW geworden. Hinter euch steht sie, es ist eine Yamaha R3 geworden. Warum dieses Motorrad? Also eigentlich wollte ich in den Supermoto-Bereich gehen, aber die sind halt einfach extrem hochbeinig, die Fahrzeuge, und ich bin nur 1,53 groß. Also ich sehe vielleicht jetzt groß neben dem Motorrad aus, aber ich habe extrem kurze Beine und habe dann halt auch nach einem Motorrad geschaut, wo halt schon die Sitzhöhe im Ausgangszustand nicht so hoch ist. Jetzt seht ihr schon, dieses Motorrad ist, ja, ich stehe nur auf dem Ballen, das auf beiden Seiten, was mir halt auch wichtig war, dass ich halt wirklich auf beiden Seiten runterkomme, dass wenn es zum Beispiel kippt, dass ich es dann auch halten kann. Und das geht bei dieser Höhe gerade noch so, ist okay, wenn ich mit dem Ballen runterkomme. Die ist jetzt 3 cm tiefer gelegt und optisch sollte sie mir natürlich auch gefallen. Von der Optik finde ich sie mega, schaut böse aus. Also, sie hat jetzt runter 2785 Kilometer, hat 42 PS. Ich weiß, ich mache zwar den großen Motorradführerschein, aber ich wollte auch eigentlich eine R6, bloß ich saß auf diesem Motorrad Probe und da ist halt schon der Tank schon extrem breit und ich kam auf beiden Seiten nicht runter, es hatten bestimmt locker so 10 cm gefehlt, also da habe ich gleich gesagt, nee, und dann hat mein Kumpel gesagt, ja guck doch mal wegen der R3. Ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich einige sagen werden, ja, das ist ja kein richtiges Motorrad und was ist denn das für ein Fahrrad? Für mich geht's nicht anders, dadurch, dass ich so klein bin und da ich will Motorrad fahren. Es gibt vielleicht auch so die eine oder andere Möglichkeit, sogar vielleicht eine Supermoto umzubauen, so dass ich die vielleicht fahren könnte. Ja, sie ist weitestgehend eigentlich original. Das Einzige, was nicht original ist, was schon umgebaut wurde, ist der Kennzeichenhalter. Ansonsten ist alles so, wie sie vom Band kam. Ja, was mir jetzt zum Beispiel optisch nicht so gefällt, was man vielleicht ändern könnte. Ich finde, ich mag zum Beispiel die Blinker jetzt nicht so. Ich finde, die passen nicht so zum Heck. Ist eine Geschmackssache.
Geschmacksfrage, aber was müsste dann deiner Meinung nach daran? Also ja, irgendwie was kleiner, feiner? Ja, oder? irgendwie was Dezenteres. Ich finde, die schauen schon so, ja, weiß ich nicht, ein bisschen wuchtig aus. Aber ich finde, die passen nicht zu dem schönen mit dem großen Kennzeichen. Und so. Ja, natürlich. Vielleicht gibt es ja, ich habe mich noch nicht umgeschaut, was es da so gibt. Was hältst du von meinem Vorschlag, den ich vorhin gemacht habe? Was heißt alles? Max hat gesagt, wir sollen alles abmachen. Komplett Kennzeichenhalter weg, die Fußrasten komplett weg. Also ich werde niemanden mitnehmen. Die Idee finde ich schon mal ziemlich gut, dass wir das komplett wegmachen. Und das Kennzeichen dann? Und das Kennzeichen kleben wir hier unten dran. Ja. Genau. Mit Gummispuren vom Burnout. Perfekt, so machen wir es. Ich muss dann auch mal gucken, dass ich mich auch da im legalen Rahmen bewege, weil ich kenne mich jetzt im Motorradthema nicht so gut aus wie im Autothema. Da muss ich mich jetzt erstmal noch reinfinden. Denn optisch gefällt der Auspuff mir zum Beispiel jetzt auch nicht so. Wir werden uns den auch gleich mal zusammen anhören, wie der klingt. Aber ich glaube, da werden wir erstmal die Sitzbank abschrauben können, denn ich glaube... Ui. Yes. Das Geräusch kenne ich. Ja, das dachte ich mir. Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt hat sie ja gerade noch rote Akzente, also ist matt schwarz mit roten Akzenten. Ich bin jetzt nicht so der Rot-Fan. Könntet ihr ja eigentlich mal sagen. Was schwebt dir denn vor? Ja, ich hätte zum Beispiel gesagt, ich würde sie so ein bisschen an E36 anpassen. Also ich finde das schwarz geil, weil das macht sie so ein bisschen, also sieht schlicht böse, ein bisschen aggressiv aus. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel die roten Akzente durch Türkisen ersetzt. Halt so wie der E36, also in Atlantisblau ersetzt. Finde ich cool. Und was ich auch geil fand, das habe ich irgendwo auf irgendeiner Motorradseite gesehen. Da haben sie die halbe Felge blau lackiert und das läuft dann so wie in so ein Sprühmuster aus, also so halbe Felge schwarz und halbe Felge dann türkis. Der könnte eigentlich auch weg. Ich weiß nicht, ob man den einfach wegmachen kann. Ich weiß auch nicht, ob man das einfach alles so ändert. Ich glaube, das ist wie beim Auto, das hatten wir bei deinem Vierer damals schon, wo wir uns um die Reflektoren, ich sag mal, gekümmert haben. Wir haben sie foliert. Also wir haben sie so foliert, dass sie quasi nicht mehr sichtbar sind, aber das fand die Polizei nicht so gut. Man muss sich halt vorher erkundigen, ob man das darf oder nicht. Ich glaube nicht, dass man es darf. Aber vielleicht sind einige Moped-Fahrer ja hier dabei. Ja, vielleicht könnte die uns sagen können, ob wir schon sehr illegal unterwegs sind. Ja, bis jetzt glaube ich, dass es nicht illegal unterwegs ist, weil jetzt ist sie ja genau so, kam sie ja vom Händler damals. Und das Mädchen, was sie vorher gefahren hat, war ein ganz kleines Stückchen größer als ich. Und die ist ja die ganze Zeit so rumgefahren und sie hat ja gemeint, bei ihr München, die Ecke, die Region, sind halt die Polizisten ziemlich aggro unterwegs und die gucken da schon auf alles. Also denke ich, dass dieses Motorrad so, wie es da steht, noch sehr legal ist. Front finde ich mega geil, deswegen habe ich sie ja auch ausgesucht. Sie sieht halt trotzdem irgendwie aus wie ein großes Motorrad, obwohl es halt, für einen A2-Führerschein. Wie viel Kubik hatte die nochmal? Ich habe beim letzten Mal gesagt, habe ich mich versprochen, habe ich gesagt, 3000 Kubik haben mich die Jungs ausgelacht. So, ja. Also mit 3000 Kubik geht schon was. Hayabusa? Oder M4? Würde dann quasi Konkurrenz machen. Nicht das Motorrad, das hat nur 300. Ich freue mich schon mega auf den Sommer. Und ich würde sagen, wir hören sie jetzt uns einmal an. Jetzt baue ich einen Imbus, baue einmal den Sozius runter und dann starten wir die mal, dass ihr euch die mal anhören könnt. Beim Motorrad muss ich mich erstmal noch so ein bisschen durchfuchsen. Wenn du dann. Schraubst du das erste Mal gerade? Ja, ne? Also da muss man sich erstmal so langsam rantasten. So, jetzt denke ich, dass wir die zwei noch rausmachen müssen und dann dürften wir theoretisch an der Batterie schon sein. Nagelneu und direkt schrauben. Ne? Ja, perfekt. Was für ein Baujahr ist das? Ich glaube 2017 oder 2018, ich bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher, müsste ich nochmal in den Brief gucken. Das würde ja passen. Hast du nicht noch was im Baujahr 2018? Nee. Nein. Jetzt sag mal ehrlich. Aktuell nicht, nein. Kommt dann noch irgendwas mit Baujahr 2018? Es kommt was. Aber das dauert noch. Aber es geht was. Es geht was? Ja. Es wird was gehen. Und das wird euch nicht freuen, was gehen wird. Da ist sie. Ta-ta-ta. Das ist ein Riesenteil. Ist ungefähr fast so groß wie die von Sieht aus wie von meinem Aerox. Wie von der Simson. Die ist auch so groß. Das ist auch bloß so ein kleiner Kasten. So, jetzt hole ich mal den Booster. Ihr könnt mir ja trotzdem mal sagen, falls jemand eine Supermoto
weiß, wo die Sitzhöhe, die originale Sitzhöhe, nicht so hoch ist, wo man als kleiner Mensch runterkommt mit seinen kurzen Beinen, könnt ihr mir das ja gerne mal... Und dann kaufst du dir eine Supermoto noch? Nein, aber mich würde das mal interessieren. Vielleicht, ich weiß zum Beispiel, beziehungsweise denke ich, dass ich dieses Motorrad zum Beispiel jetzt nicht für immer behalten werde, weil es jetzt mein Anfangsmotorrad ist und vielleicht ist es mir irgendwann zu langsam, wenn ich weiß, okay, wie handle ich es am besten, beziehungsweise, das ist ja jetzt so zum Anfang. Das ist, glaube ich, ein bisschen blöd erklärt, oder? Ich denke, das passt. Ich würde sagen, du fährst erstmal mit der 50 Kilometer und dann... Ja. So. Ja, jetzt kann ich nicht alles halten. So hört es sich jetzt im Stand an. Ich finde, ist okay, aber es könnte... Es könnte ein bisschen lauter sein. Ein bisschen. Minimal. Ich würde sagen, ich schraube sie jetzt mal. Ich schraube jetzt wieder alles zusammen. Und dann schaue ich mal, ob wir mal eine Runde auf unserem Privatgelände drehen können. Weil sie ist ja nicht angemeldet und ich habe noch keinen Führerschein. Also es ist arschkalt bei uns. Vor allen Dingen, meine Motorradjacke passt jetzt nicht zum Motorrad. Die habe ich nämlich davor gekauft. Die hat so pinke Akzente und ich habe meinen Helm vergessen, deswegen Max. Sein Helm ist jetzt das allererste Mal. Dass es dich mit dem Moped aufs Maul haut. Das ist nicht schön. Den Helm würde ich noch zumachen. Ja, also in der Jacke kann man sich echt nicht so geil bewegen, ja. Hast du so paralleles Kreuz oder was? Ja. Auch meine Motorradstiefel. Bloß meine Motorradhose habe ich nicht mit. Ja, schon, die sind von Hilfiger. Man merkt schon. War das Topspeed? Nee. Wir sind ja jetzt hier gerade beim Nachbarn auf dem Gelände und hier ist es ist echt so kalt. Meine Hände friert übelst krass ein. Aber man merkt. Ich fahr lieber wieder in die Werkstatt. Also was ich bei der krass finde, ich meine, ich bin bis jetzt nur gut. Die Cross, die geht auch schon übelst krass gut. Aber wenn du hier schon so ein bisschen Gas gibst, das ist schon krass, wie die dann geht. Da musst du dich erstmal so langsam rantasten. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich bin ehrlich, bei so einem kalten, nassen Wetter, ich bin einfach, glaube ich... Ein Schönwetterfahrer? Ein Schönwetterfahrer, ja. Ja, dann würde ich sagen, ab in die warme Werkstatt. Ja. Fahren wir in die Werkstatt. Das Wetter hier ist nicht so meins. Liebt, der schiebt, ne? Ich bin mega gespannt, was ihr zu meinem neuen Motorrad sagt. Obwohl jetzt ja bestimmt, es gibt bestimmt einige, die sagen, nee, das ist kein Motorrad. Aber für mich ist es eins, mit dem ich jetzt meine erste... Ich habe ja gar keinen Motorradführerschein. Ich habe nur einen Autoführerschein. So, und weil es das letzte Video in diesem Jahr ist, wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Vielen lieben Dank für den ganzen Support in 2021. Vielen lieben Dank für die ganzen netten Kommentare, fürs Folgen, fürs fleißige Kommentieren, für alles. Danke ich euch. Ich hoffe, wir sehen uns froh und munter wieder 2022. Da geht's sehr interessant, spaßig weiter. Stehen viele krasse Sachen an. Der Umzug von MX Motorsport und vieles, vieles mehr. Ein Auto wird uns verlassen. Mich verlassen, nicht uns, mich. Ich gebe ein Auto aus meiner Sammlung ab. Ich würde mich an der Stelle verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video mit der R3 gefallen. Falls ihr noch ein Sturzvideo sehen wollt, weil ich es mit den anderen auch gemacht habe, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Nein, Spaß. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut!